Oh oh. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Und zwar spielen wir heute wieder das Spiel Halbieren oder Verlieren. Und zwar mal wieder mit einem Gast. Und zwar haben wir hier den Jan von den UG Tools. Der tritt heute an gegen unsere Smilla. Und ich bin gespannt, ob die Smilla die Böker Flagge ehrwürdig vertreten kann, anders als ich das in der Vergangenheit getan habe, bei meiner doch schallenden Niederlage gegen die Maxi. Das heißt, Endergebnis, ja. Wir haben hier mal wieder eine wilde Mischung an Schneidwerkzeugen ausgesucht. Also ihr seht eine wilde Palette. Das sieht so aus, vor jeder Runde darf jeder das Schneidwerkzeug seiner Wahl selbst bestimmen. Aber in jeder Runde muss ein unterschiedliches Werkzeug verwendet werden. Das heißt, es wird zurückgelegt. Ich würde sagen, wir starten mit der Smilla, Ladies first. Ich glaube, ich würde mit irgendwas Sicherem gehen. Und ich würde einfach mal direkt das UG Tools Messer schnappen. Ich glaube, das ist einfach super unpraktisch. Dann habe ich es weg. Ich glaube, damit am Tisch zu schneiden wird ein Krampf. Okay, die erste Runde, und zwar zu zerschneiden gilt es, diese wunderschönen Kunststoffbälle, die ich heute Morgen noch aus dem Sandkasten meiner Kinder gefischt habe. Ich hoffe, die wird keiner vermissen. Das wird ein Krampf. Also das Ziel dieses Spiels ist es, dieses Schneidgut mittig zu zerteilen. Farblich aber ein Traum hier, ne? Derjenige, bei dem das gelingt, derjenige, bei dem das am besten gelingt, der gewinnt die entsprechende Runde. Auch für euch gibt es natürlich was zu gewinnen. Eben für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Smilla verliert, werden wir ein Böker Bronco unter den Kommentierenden verlosen. Und für den Fall, dass Jan verlieren sollte, dann gibt es von euch aus dem Sortiment ein Tiny. Also denkt wieder dran, fleißig kommentieren, und jetzt schauen wir mal an, wie die beiden sich schlagen. Na dann los. Es gibt da ja so eine Kante, aber ich glaube, das wäre zu einfach, wenn wir uns daran bedienen würden. Deshalb schneide ich jetzt mal auf jeden so Fall an der Kante. Nee. Oh oh. Wir nutzen mal die Rillen. Ah, seht ihr? Das geht doch. Man muss es nur wollen, ne? Oder auch Nach nicht? links, nee, andere Seite. Biegst du dich schief ab. Oh, das wird nichts. Thomas, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, ich bin einfach der Falsche, der helfen kann. Gott im Himmel. Das ist ein super Messer auf jeden Fall. Wir schauen mal, wie gut die Smilla abgeschnitten hat. Und zwar 3 Gramm zu 3 Gramm. Okay, man muss sagen, das Ding ist natürlich ganz schön leicht, aber besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Sauber. Gute Arbeit. Tja, mit der Spitze wird nichts. Darf ich die abbrechen vorher? Feel free. Ja, also mein, auch du machst dem Namen alle Ehre. Damals kein Zweifel, dass das 3 zu 3 Gramm sind, oder? Dann lügt die Waage. Oh, es sah gerade nach 3 zu 3, es steht 4 zu 3 Gramm. Also wir haben hier eine Abweichung von 1 Gramm. Das heißt, die erste Runde gewinnt Smilla. Glückwunsch. Dankeschön. Aber wir haben ja noch ein paar Durchgänge. Zweite Runde. Hallo. Nein. Axt. Ich hoffe auf ein weiches Objekt, und deshalb nehme ich das Stubbi. Weich ist relativ. Es ist Weichholz, das glaube ich unbestritten. Diesmal beginnt Jan. Stark. Es werden mehrere Stücke, aber es wird sich nicht vermeiden lassen. Okay. Dann entscheide ich gleich noch, Ja, genau, mein Job habe, wo ich mal entscheiden kann, wo der hinkommt. Du musst jetzt sagen, wo gehört es hin? So. Ja, wahrscheinlich. So. Ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht. Könnt ihr sehen? 17 zu 19. Also gerade mal 2 Gramm Unterschied. Das klingt schon verdammt gut. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wir können ja auch vorspulen sonst, ne? Obwohl es hat schon den Vorteil, es ist echt saudünn in der Mitte. Gute Taktik. Ja. Ja. Das war vielleicht zu dankbar, das Schnittgut. Ja, sehr, sehr einfach durchbekommen. 13 zu 12. Und hier ist noch eine 14 rausgeworden. Nee. Okay. Nee, jetzt wieder 13. Sorry. Okay, also wir haben 1 Gramm Unterschied. Also Zu 2 Gramm Unterschied. zu 2 Gramm Unterschied. In dem Fall haben wir auch in der zweiten Runde
Ein Sauber Gewinner. gewonnen. Gut 2:0 für Böker. Der Druck ist aber auch da, weißt du. Also. Am Ende ist die Sau am dicksten. Genau. Die Punkte kommen jetzt. Dritte Runde. Smilla, was wählst du? Ja, ich habe jetzt auch Lust auf ein großes Werkzeug. Ich glaube, ich nehme das Brotmesser. Ach komm, das ist stabil, dann ist es weg. Okay. Und zwar, wir haben hier eine Avocado. Da hast du eine gute Wahl getroffen. Stark, ja. Mist. Habe ich auch gedacht, gerade als sie es gewählt hat. Aber wer weiß, vielleicht mit dem Kern startest du jetzt ja das Comeback. Aber ich glaube, wenn du den Kern einkalkulierst, dann musst du einfach nur 2 ungleich große Stücke schneiden. Theoretisch. Sag die mit der Brotsäge. Wie durch Butter. Aber ich glaube, so richtig symmetrisch habe ich es leider auch nicht Aber klar, hinbekommen. den Kern durchgekriegt ist natürlich schon mal gut. Da hast du knapp daneben gegriffen. Verdammt. Also 121:85, 36 Gramm Unterschied. Jan, Was kriegst du hin? zeig mal, was im Stubby steckt. Ich bin vor allem gespannt, wie er sich dem Kern widmet. Darf ich das in 2 Schnitten? Ja, das wird in zwei Schritten gemacht. Tja, Was eine Taktik. So. er ist ein Fuchs. Ja? Als wäre es ein Schnitt gewesen, oder? Genau. Wir sind hier bei 102:103. Sensationelles Ergebnis. Sauer. Nur 1 Gramm Abweichung. Also der Respekt. Anschlusstreffer. 2:1. Sehr gut. Ist in Ordnung. Ich will das Brotmesser. Genau. So. Ich würde es jetzt mal mit dem Magnum versuchen. Du hast. So, wir zerschneiden eine Tüte Süßigkeiten. Wichtig ist natürlich, das Schnittgut darf im Nachgang nicht nochmal auf eine andere Seite gelegt werden, sondern ihr müsst es einmal durchtrennen. Ja, jetzt wäre erledigt. Guckst dir die Tricks natürlich an hier, ne? Nein. Du musst ein bisschen Feinfühl zeigen. Die Bounties sind auch schwerer als die Twix, ne? Jetzt bringst du mich durcheinander. Ist das so? Ist der Kokos so richtig dicht? Man sieht, das macht er nicht zum ersten Mal. Ja. Aber die Brotsäge natürlich exzellente Wahl. Oh, war das auf der anderen Seite? Egal, komm, liegt. Das ist die andere Hälfte. Ja, nicht, dass mir das den Punkt kostet. Ja, ich glaube, das war auf der anderen Seite. Wir werden nämlich. dann nachher so einen Shitstorm auslösen. Dass Das lag, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, waren 16 Gramm Unterschied. Das klingt auch bei dem doch relativ großen Volumen nach einem sehr guten Ergebnis. Ich bin gespannt, Smilla, glaube ich, hat eher das Problem mit dem Werkzeug. Ja, ich brauche die Spitze ist es halt einfach, wie gerade eben bei dir auch, ne? Aber jetzt nicht aufschneiden und durchzählen oder sowas, ne? Nee. Das ist nämlich nicht erlaubt. Ich würde einmal aufreißen. Das Bounty nach links, das Twix nach rechts. Ich habe schon Matchball, ne? Das ist das Problem. Ja, aber du hast stark vorgelegt. Das muss reichen. Wo war das denn? Kann man das sehen? Scheiße. Können wir nochmal neu? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Schmeckt? Das ist ganz gut. Okay, wir haben 371:227, also da müssen wir gar nicht nachrechnen, sondern das ist der Ausgleich. Damit steht es 2:2. Spannend wird's. Und es geht in die alles entscheidende letzte Runde, für die wir uns natürlich was ganz Besonderes überlegt haben. Den Sieg holt natürlich das Tiny jetzt für UG-Tools. Also Okay, was hast du? Die Axt, oder? Ich habe noch die Axt. Okay, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben als letztes Schnittgut gebrauchte Vans von unserem Kameramann uns überlegt. Genau. Ja, da bin ich gespannt. Sind beides spannende Werkzeuge, sowohl das Tiny als auch die Axt. Ja. Wer macht den Anfang? In dem Fall wieder Smilla, ne? Nein, du bist. Smilla, denk dran, es geht hier um alles. Ja. Darf ich mehrmals ansetzen? nee. Am Ende muss Darf ich das in 2 Schnitten? Ja, das wird in 2 Schritten gemacht. 2 Teile sind. Nee. Scheiße. Wenn du es nicht durchkriegst, dann ist ein Sieg für uns. Okay. Der Vorteil ist, die Axt ist halt wirklich erstmal noch scharf. Das heißt, sie fungiert nicht nur durch die Spaltwirkung, sondern wirklich auch als Schneidwerkzeug. Sie geht doch, also für mich überraschend gut durch den Schuh. Ja, ich kann halt auch gut reißen. Dadurch, dass das Gewicht den Schuh so ein bisschen unten hält. Du kannst auch kapitulieren, weil du das falsche Werkzeug gewählt hast. Nein, niemals. Das Stubby wäre auch spannend geworden. Ja. Ich bin zumindest schon mal durch.
dachte ich. Ja, das schneidet besser als gedacht. Aber nicht gerade. Perfekt. Siehst du die Schweißperlen auf meiner Stirn, Thomas? Pass auf, ich halte mal die Seite fest. Ja. Danke. Ugetools ist ja hilfsbereit. Das sind ja keine Unmenschen. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus, verdammt. Okay, also es war ein harter Kampf, aber der Jan muss sich erstmal besser anstellen. Das Ergebnis ist gar nicht so schlecht, befürchte ich. 70 zu 144. Also 28 Gramm Unterschied. Ich glaube, das ist ein achtbares Ergebnis. Gut. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Ich habe mir das genau überlegt. Ich habe das schon ausbalanciert hier auf meiner Waage. So, jetzt sind wir gespannt. Jetzt musst du nur noch diesen einen Schnitt vollziehen. Das ist ja jetzt einfach, oder? Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Spannung und das beim Ergebnis von 2 zu 2. Okay, wir haben 2 Teile. Wir sind gespannt. The Final Countdown. 201, 200 Gramm zu 213. Das heißt, die Aufholjagd ist von Erfolg gekrönt worden. Wir müssen uns leider erneut geschlagen geben. Dankeschön, danke. Das heißt, Jan ist der Gewinner des heutigen Spiels. Halbieren oder verlieren. Dementsprechend unter allen Kommentierenden verlosen wir einen Böker Bronco. Du bist nochmal gut davon gekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unser kleines Spielformat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wie gesagt, kommentiert und uns ein Like da lasst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Tschüss.